Il Divino, der Göttliche. Guido Reni erhält schon zu Lebzeiten den Beinamen der Göttliche. Aber wie man in dieser Ausstellung auch erfährt, hat er als Person seine Abgründe. Als ich damals ans Städel kam, 2014, stand ja im nächsten Jahr das große Jubiläum an, das 200-jährige. Ich habe den Auftrag bekommen, gewissermaßen ein Geburtstagsgeschenk des Städelschen Museumsvereins auszusuchen, vorzuschlagen und bin eben bei der Durchsicht des Materials auf dieses Bild gestoßen und war unglaublich fasziniert davon. Die Himmelfahrt Mariens. Diese Qualität, die das hat, diese unglaubliche Farbigkeit, diese Poesie, die da drin steckt, das hat mich ungemein angezogen. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich alle Elemente, die man dann in den späteren Bildern so entfaltet findet, in diesem Bild schon drin stecken. Die zum Himmel fahrende Maria, umgeben von Engeln, die Musik machen. Das berühmte Motiv des himmelnden Blicks, auf den wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, ist in diesem Werk schon angelegt. Und man kann sozusagen, wenn man von links nach rechts einmal mit den Augen rüberschwenkt, wie im Zeitraffer eigentlich Renis Werk einmal erfassen. Der himmelnde Blick, sein Markenzeichen. Er versteht sich eben auf eine ganz besondere Art und Weise, Augen darzustellen. Er sagt von sich selbst, er habe über 100 verschiedene Arten gehabt, wie er Blicke darstellen kann. Das wird eben sein Markenzeichen dann in dieser Zeit und das studiert er eben vor allen Dingen in Zeichnungen. Zeichnungen spielen eine ganz große Rolle in seinem Oeuvre und auch in dieser Ausstellung. Er hat eigentlich all seine Gemälde durch Zeichnungen sehr gründlich vorbereitet. Es gibt ja viele Altmeister, über die man nicht so viel weiß biografisch. Bei Reni ist es anders. Das verdanken wir einer Biografie eines Zeitzeugen, eines Zeitgenossen, ein Bologneser Gelehrter namens Carlo Cesare Malvasia. Der Göttliche und seine Abgründe. Er schildert ihn einerseits als tiefgründig, geradezu inbrünstig religiös, andererseits war er aber auch fürchterlich abergläubisch. Ja, das scheint kein Widerspruch gewesen zu sein. Und er hat ein komplexes Verhältnis zum Geld. Er ist ja eigentlich der erfolgreichste Maler seiner Zeit, auch wirtschaftlich, erzielt erhebliche Einnahmen. Und auf der anderen Seite ist er hoffnungslos spielsüchtig. Das heißt, das, was er am Tag über verdient, das gibt er gewissermaßen abends in den Spelunken von Bologna wieder aus. Das ist fast wie eine Art Doppelleben. Reni und Caravaggio. Er ist eigentlich einer der ersten, der sich auf so eine sehr produktive Art und Weise mit Caravaggio auseinandersetzt. Er kommt ja eigentlich ursprünglich künstlerisch aus einer ganz anderen Ecke. Er kommt ja sozusagen als ein Anti-Caravaggio, elegant, heiter, strahlend in der Farbigkeit und gerät dann doch in den Bann Caravaggios und entscheidet sich gewissermaßen dessen Stil ja, sich anzuverwandeln, gewisserweise auch zu imitieren, ja, wenn auch nur für einen Zeitraum weniger Jahre. Das ist schon ein super Bild, ja. Die Aktbilder. Hier ballt sich eine ganze Reihe von Meisterwerken dieser Ausstellung eigentlich in einem Raum. Hippomenes und Atalante. Bacchus und Ariadne, seine Kunst kreist eben immer in irgendeiner Weise um das Göttliche. Ja? Und das Göttliche kann mal der christliche Himmel sein, aber genauso auch die antike Götterwelt, da macht er eigentlich gar keinen Unterschied. Ich würde sagen, mein Lieblingsbild ist hier der große Samson aus der Bologneser Pinakothek. Ein Held aus dem Alten Testament, der mit dem Kinnbacken eines Esels 1000 Philister gerade erschlagen hat und dann aus dem Kinnbacken dieses Esels trinkt, was man so macht. Das ist eigentlich der Meister der Ein- und Zwei-Figuren-Komposition, kann man sagen. Ja, also ich nenne das Prinzip der genialen Einfachheit.
Man denkt zunächst mal, ja, eine Kreuzigung, das hat man ja schon sehr häufig gesehen in der Kunstgeschichte, aber spannend finde ich daran, was er da zunächst mal alles weglässt. Da gibt es eben keine Maria und keinen Johannes unter dem Kreuz, da liegt kein Schädel Adams da unten, da gibt es keine Stadtansicht von Jerusalem im Hintergrund. Extrem reduziert und dann kommt eben von links oben das Licht, das einfällt, und zwar interessanterweise wieder in Richtung seines himmelnden Blicks. Alles weglassen, was vom Hauptthema ablenkt und alles reinpacken eigentlich in die Protagonisten der Geschichte und das macht diese Bilder auch so unglaublich einprägsam. Das Werk von Guido Reni ist unglaublich vielfältig und wenn man durch die 10 Räume dieser Ausstellung geht, erlebt man in jedem einzelnen davon eine neue Facette. Non finito. Die Beine dieses Pagen, die sind ja sozusagen nur ganz grob skizziert, ja, nur mit wenigen Pinselstrichen eigentlich angedeutet, während der Rest des Bildes relativ weit durchgeführt wurde. Diese unvollendeten, skizzenhaften Bilder sind sein malerisches Vermächtnis. Der Göttliche, diese Souveränität, das ist schon etwas, was mir auch gefällt. Diese Ausstellung ist auch eine ganz persönliche Mission von mir, auch die letzten Guido-Skeptiker noch zu wahren Guido-Maniacs zu machen.